Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns in Afrika. Heute geht's nach Harare, der Hauptstadt Simbabwes, und wir rutschen hinab in den Untergrund. Es geht in eine ehemalige Mine. Kommt mit und habt Spaß dabei. Redet von hier. For sale. Da ist er. For sale. Anhalten, da muss ich jetzt Ist nicht dein Ernst? Da sind auch Toyotas und ein alter Und ein Buggy. Ach, das ist im René sein Lieblingsautohändler, das weiß ich jetzt schon. Er macht es tatsächlich. Er fährt jetzt hier rein und bringt die armen Kerle hier in Aufruhr. Hi. So, I need to... Ich brauche zwei Sachen. Den Buggy Ich brauche und den Bus. Buggy und ich brauche den Bus. Ja. Und ich brauche den Psychiater für meinen Mann. So, jetzt sind wir hier beim Autoverkäufer seines Vertrauens und der Bus da hinten soll immer noch 30.000 kosten. So, da ist er. So, welcome in your new tiny house. Oh, it's not a tiny house. It's a full house, big house. It's a big house one. So here you can make the bathroom. Okay. Ein Blick in den 6-Zylinder-Scania-Motor darf natürlich nicht fehlen. Und wie ihr schon mitbekommen habt, hat mein Mann eine Schwäche für die Busse hier in Simbabwe entwickelt. Und wir haben Freunde, die einen umgebauten Mercedes-Bus ihr eigen nennen. Und die Männer haben schon schwer gefachsimpelt, was man aus so einer Größe alles machen könnte. Stellt euch nur mal die Streckenwahl bisher mit diesem Teil vor. Falsches Auto. Wrong car. Das Schöne an dem Autohändler eben war, da hat er auch nochmal gesagt, er möchte eines Tages mal nach Deutschland fahren. Dann haben wir nur wieder gesagt, ach, in Deutschland, da wollen sie ja immer alle hin und hier ist es viel schöner, die Leute sind viel freundlicher und es ist alles viel witziger. Das ist unsere Standardaussage, wenn jemand sagt, er will nach Deutschland. Aber dann hat er gesagt, weißt du, ja, ihr fahrt hier nach Afrika, weil ihr das ja bereisen wollt und Neues lernen wollt. Ich will ja auch was Neues lernen. Ich will in ein Land kommen, wo ich den Wasserhahn aufmache und da kommt Wasser raus. Und ich will eine Steckdose benutzen können und da kommt Strom heraus. Was hat er noch gesagt? Irgendwie ein drittes hat er noch gesagt. Es war eben zum Brüllen. Das war einfach zum Brüllen. Hier ist er jetzt bestimmt richtig. Ein Geschäft, das Mr. Cruiser heißt. Da gehe ich jetzt mal rein. Das klingt vielversprechend. Denn uns fehlt doch immer noch Ersatz für die ausgenudelte Schraube am Differential. Gehen wir in die heiligen Hallen. Oh. Muss aber langsamer laufen. Oh, wow. Ich mache jetzt die Kammerwelle kurz runter. Hier. Ja, dann kann ich sehen, wie die Schraube ist drauf. Welch seltener Anblick. Mein Mann im August. Weil? In Selbstwartung aber. In Selbstwartung? Nicht Fremdwartung. Weil er jetzt mal kurz da unten die Schraube am Differential rauskramt. Exactly. Pay attention on our car. Yeah, and look after it. So, passende Schraube ergattert. Aber ich habe sie nicht gleich eingebaut, weil meine Notkonstruktion vom letzten Mal bis jetzt sehr gut hält. Deswegen hebe ich mir das jetzt mal für später auf, wenn es wieder locker wird. Nächste Station Hostel, in dessen Hof wir Quartier beziehen und uns zu Fuß auf dem Weg in die 1,5 Millionen Einwohner starke Hauptstadt machen, die 1890 von Cecil Rhodes gegründet wurde und noch bis 1982 Salisbury hieß und erst nach der Unabhängigkeit umbenannt wurde. Wir haben uns jetzt mal aufgemacht und gehen zu Fuß in die Stadt, damit wir uns auch endlich mal ein bisschen bewegen können und einen direkteren Eindruck von der Stadt bekommen. Und wo gehen wir jetzt lang? Noch ein kleines Stück geradeaus, bevor wir dann nach links gehen. Auch das passiert hier im Alltag.
Sie hat's wieder entdeckt. Ich finde sie einfach überall. Da sind sie wieder, meine Familie. Die Griechen. Und die haben ja überall schon Stacheldraht hingemacht, dass du da nicht hinkommst. Da ist nämlich die Kirche, da möchte sie jetzt wieder rein. Ein von der Security herbeigerufener Mann, Chris, lässt uns auf Nachfrage natürlich gerne in die Kirche hinein und ist sogar so super nett und spendiert mir einige Kerzen, die man in den orthodoxen Kirchen bei Eintritt entzündet. Denn wir haben überhaupt kein Kleingeld dabei und mit Mobile Money komme ich hier nicht wirklich weit. Wenn auch ihr uns etwas ausgeben oder auch nur eure Wertschätzung gegenüber den Filmen ausdrücken möchtet, dann freuen wir uns darüber natürlich sehr. Den Link könnt ihr entweder in der Videobeschreibung oder unserer Bio entnehmen. Genauso freuen wir uns aber über jedes Like, jeden Kommentar und jedes Abo, denn all dies hilft uns und unserem Kanal stetig zu wachsen und motiviert, all die Arbeit, die uns viel Freude bereitet, in diese Filme zu stecken. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine Neuigkeiten verpasst und empfehlt uns natürlich gerne weiter. Vielen Dank dafür. Ist das süß? Das Haus ist vor 100 Jahren gebaut worden. Chris, den wir eben kennengelernt haben, an der Kirche, ein Grieche aus Kefalonia, aber schon seit 120 Jahren hier im Land. Sein Papu, sein Opa hat das hier gebaut. Ich bin ganz gerührt die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit Pipi in den Augen. Und er hat uns jetzt mit hierher genommen. Das ist ja ein richtig schöner, großer Garten. Vor 100 Jahren vom Opa gebaut. Vor 100 Jahren. Ich kann nur sagen, danke Chris für diesen emotionalen Moment und ab geht es zu Fuß weiter in die Stadt. Wir entdecken den Harare Garden, eine große Parkanlage, die als Ruheoase inmitten der Stadt fungiert. Jetzt sind wir hier im Park von Harare und da muss man bezahlen, wenn man hier Hochzeitsfotos machen möchte. Man muss das vorher irgendwo anmelden und dort dann sein Payment machen. Bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich jetzt hier meine rechtlich angetraute Frau neben mir fotografiere. Ob das Hochzeitsbilder sind. In Wahrheit ja. Unsere sind immer Hochzeitsbilder. Eben. Unser Leben ist ja quasi eine Hochzeitsreise. Beginnt mit dem Tag, an dem man heiratet und dann geht die Reise so lange, bis man irgendwann mal ins Gras beißt oder sich vorher getrennt hat. Ich bin für A. So, und jetzt schlagen wir der Stadt von Mutare mal ein Schnäppchen und machen unser Hochzeitsfoto. Und laufen dann ganz unauffällig einfach weiter. Wollen wir doch nicht zur Kasse gebeten werden. Natürlich kommt niemand auf uns zu und so genießen wir die Flora inmitten der Stadt, wo auch manch anderer einfach mal innehält. Der eine führt seine Frau nach New York aus und der andere halt nach Harare. Zum Glück ist die Menschheit so bunt und unterschiedlich und obwohl ich noch nicht in New York war, die Betriebsamkeit auf der Straße kann bestimmt mithalten. Wenn sich Einstellungen relativieren. Yvonne sagt gerade, für eine Großstadt findet sie es ja eigentlich sehr sauber. Aber ja, für unsere Verhältnisse würde ich auch sagen, ist das hier relativ sauber. Für afrikanische Verhältnisse ist das hier relativ sauber. Es liegt überall Müll rum, aber halt nicht bergeweise. Genau. Nachdem wir jetzt noch eine Nacht hier stehen im Backpacker, habe ich mir jetzt mal hier Strom gezapft. Das muss man auf etwas skurrile Art machen. Man steckt seinen Stecker da rein und oben drüber, was eigentlich die Erdung ist, steckt mir irgendein Metallgegenstand rein und dann kommt tatsächlich wieder sauberer Strom an. Funktioniert einwandfrei. So, als nächstes werden wir Harare verlassen. Dazu hauen wir nochmal schnell unseren Tank mit Wasser voll. Nur leider ist unser Schlauch nicht lang genug. Die Devise lautet aber niemals ohne Wasserfüllen weiterfahren, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Noch dazu schmeckt es hier gut, trotz Großstadt, da das Hostel ein eigenes Borehole, also einen eigenen Brunnen hat.
Also Wasser erst in die Waschschüssel und dann bestmöglichst den Trichter treffen. Als nächstes noch beim Händler deines Vertrauens die Vorräte an Frischwaren auffüllen und raus geht es aus der Stadt und wieder rein ins nächste Abenteuer. Unser Weg führt uns ziemlich strikt gen Nordwesten. Am Grenzfluss zu Sambia, dem Sambesi, liegt der im Westmashonaland gelegene und über 2200 Quadratkilometer große und sehr legendäre Nationalpark Mana-Pools, unser nächstes Großziel. Bei der nächsten Suche nach einem Nachtplatz kann man wieder Frauen mit ihren schweren Lasten auf den Kopf bewundern, die ohne einen Fehltritt ihren Weg finden. 18 Uhr und gleich ist es dunkel. Und zum ersten Mal seit langer Zeit haben wir mal wieder einen richtig schönen Sonnenuntergang. Wir haben jetzt schon gegessen und ich glaube sogar, aber man bildet sich ja vieles ein, wenn man in solche Regionen kommt. Ich glaube, dass ich gerade meine erste CC-Fliege gesehen habe, weil wir sind ja in CC-Fliegenregion. Das heißt, ich muss mich jetzt tagsüber wieder anziehen, also ich muss mich tagsüber anziehen gegen die CC-Fliegen und abends müssen wir uns anziehen gegen Moskitos, Malaria. Das wird ja jetzt spaßig, weil ihr seht, ich habe gerade wieder heute mal ein Tankkleid an. Es wird wieder warm. So, ich habe jetzt hier mal so ein Exemplar in der Hand. Sollen wir mal untersuchen, ob das eine CC-Fliege ist oder was anderes. So, die Merkmale sind wie folgt. Das sind einmal die Flügel hier hinten, die so scherenartig übereinander gelegt werden können und länger sind als der Körper. Das haben wir schon mal eindeutig. Wir haben vorne einen Rüssel. Wir haben hinten etwas leicht gestreiften Rücken. Wir stehen jetzt hier irgendwo im Nirgendwo, aber neben uns ungefähr in 100 Meter Entfernung ist ein Haus. Jetzt haben wir heute Morgen mal angefangen, ein bisschen Gymnastik da draußen zu machen. René war erst ein bisschen normal laufen draußen. Ich habe da draußen Yoga gemacht. Jetzt kam erst ein Auto, das wurde dann empfangen von unserem Nachbarn scheinbar. Der strolcht jetzt schon die ganze Zeit hier durch die Gegend. Er kommt jetzt immer näher, auch zum René. Also Renés Programm ist jetzt auch abgebrochen und wir werden ihn scheinbar jetzt gleich besuchen. Er hat jetzt gefragt, ob wir jetzt nicht mehr zu ihm kommen. René hat dann gesagt, okay, 10 Minuten noch. Also, das war es jetzt wieder mit dem Gymnastikprogramm. Auf geht's zum Besuch zum Nachbarn. Mofat. 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 Wenn er was macht, macht das ja immer richtig. Ich dachte eigentlich, er wischt mal kurz die Frontscheibe, dass wir besser durch die Windschutzscheibe filmen können nachher und denken, was macht er denn so lange? Der hätte einen Fuscher heiraten sollen. So wie mich. Genau. Ich mache halt immer husch husch, aber dafür schnell und viel. René macht immer sehr ordentlich. Mehr sage ich nicht. Genau, besser mal Klappe halten. Psst. Nachdem wir eben eingeladen wurden von Mofat, machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum Nachbarschaftsbesuch. Ich habe auch ein Gastgeschenk dabei. Er spricht nicht so gut Englisch und er hat hier nur Regenwasser. Er sammelt Regenwasser. Davon und letzten Monat gab es das letzte Mal Wasser. Und er muss das im Dorf holen, das Wasser. Und er lebt hier alleine und arbeitet auf dem Grund von seinem Bruder. Und der ist Anwalt, der Bruder. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg. Er will uns eine Mine zeigen. Hier haben die Chinesen, die haben hier Chrom abgebaut. Und über so, vor lauter Ausrutschen und Wegrutschen kann ich mich hier gar nicht konzentrieren. This is a mine now. There's water inside, there's too much water. So I go there, everyone eat, go there and take water. Aha. So, Mofat lässt nicht nach. This is a mine, a big mine. Er hat gesagt, hier gäbe es 6 Meter lange Pythons. This is the water.
Wow. Yeah, this is downstairs, but we cannot go there. I know. It's very far. Yeah. But somewhere there's water, you see. Yeah, but you think it's fine to take the water to drink? Yes. But with the It's a chrome? good drink. This is Good good drink water. Pure water. And you don't worry about the chrome in the water. I'm not from they take the water. So, wieder raus aus der Höhle. Mofat sagt gerade, dass es in die Höhle geht 2 bis 3 Kilometer rein. Yeah. Und all die Steine, die hier rumliegen, der ganze Schutt, kommt alles aus der Höhle raus. Thank you so much for showing us it. Thank Oh, that's interesting. Thank you very much. Mofat, unser Nachbar, hat uns jetzt mal eingeladen und dann haben wir von ihm noch eine kleine Besichtigungstour in die Chrommine bekommen, die gegenüberliegend ist. Im Auftrage der Chinesen wurde das gemacht. Ich möchte nicht wissen, unter welchen Bedingungen darunter zum Chromabbau geschickt haben. Aber scheinbar ist jetzt in den letzten 1,5 Jahren der Wasserstand so hoch im Berg, dass man nicht mehr da weiter abbauen kann. Und deswegen wurde das beendet. Aber Mofat hat uns mal da mit reingenommen in die Höhle. Hat ihm das mal gezeigt und hat vor allen Dingen auch gesagt, das finde ich ja so ein bisschen gruselig, die Leute kommen von überall her und holen sich von da unten Wasser. Ich möchte nicht wissen, das ist bestimmt nicht genießbar mit Chromabbau. Also das wurde mir ganz übel vorhin, als ich das gehört habe. Jede Kirche im Umkreis, jede Schule würde immer wieder herkommen und von da unten das Wasser rausholen. Das finde ich ja ganz gruselig. Gut, wir haben auch keine Ahnung. Wir haben auch keine Ahnung, das muss man halt auch dazu sagen. Und er hat sich auch nochmal dafür bedankt, dass wir ihm so viel Respekt erwiesen haben und ihn auch besucht haben. Das fand er nämlich auch sehr schön. Und das ist sowas, was ich auch einfach sehr nett finde, dass die Leute das so wahrnehmen. Aber es ist natürlich auch die Aufgabe von uns, auch respektvoll mit so etwas umzugehen. Und sich auf gleicher Ebene zu bewegen mit den Menschen. Und das ist eigentlich was Schönes und das erfreut mich auch immer wieder, dass dann so in so einem gegenseitigen Geben und Nehmen etwas zu bekommen und etwas geben zu dürfen. Es ist wieder sehr schön. Hier war jetzt ein Schild angeschrieben, LPG Gas Available. Jetzt fahren wir hier in den Hof und jetzt sehen wir hier gerade links in diesem Tor hier, da sitzen Menschen und da spricht einer mit einem Mikro, ich schätze. Da ist Gottesdienst wahrscheinlich, weil heute ist Sonntag. Bei uns im Auto hört sich das an und draußen sieht es eigentlich auch aus, als würde es regnen. Unsere Scheibe ist gesprenkelt und ständig sieht man was auf die Scheibe fallen. Strahlender Sonnenschein. Es sind irgendwelche Mini-Käfer. Man kann es halt nicht erkennen, was es ist, aber hier ist seit Kilometern ist die Luft voll mit Mini-Käfern, die halt gegen unsere Scheibe jetzt hier fliegen. Tut uns ja leid, Karma, schlecht, aber wir können nichts dafür. Das habe ich ja heute Morgen demonstriert, was ich für ein guter Fensterputzer bin. Aber jetzt diese Käferplage, ich sehe bald gar nichts mehr hier raus. Oh, das sieht man gar nicht so stark. Und werde wohl gleich mal anhalten müssen, um die Scheibe zu putzen. Aber jetzt habe ich gerade einen LKW überholt, bin froh, dass ich das geschafft habe. Und habe jetzt keine Lust, schon wieder anzuhalten. Ich glaube, jetzt kann man, ich sehe nämlich Treffer, genau über das Schlagloch gefahren. Weil es sind nämlich hier auch ganz viele gemeine Potholes. Deswegen ist Überholen auch echt gefährlich und blöd. Und schlechte Sicht, genau. Und schlechte Sicht halt auch. Aber die schlechte Sicht sieht man gar nicht so. Die Scheibe ist echt furchtbar dreckig. Da sind die kleinen Kerlchen. René macht jetzt mal ein bisschen... Das ist nicht gut fürs Karma, das glaube ich. René macht jetzt aber mal ein bisschen die Scheibe sauber, weil es war wirklich kaum noch möglich, was zu sehen. Wir haben sehr sehr ungünstigen Sonnenstand. Ob er damit dann besser sieht, ist die Frage. Jetzt haben wir hier eine Piste gefunden, die rechts abging vom Asphalt. Mal gucken, was das gibt.
Schönen guten Morgen. Am Ende haben wir doch noch einen ganz praktikablen Nachtplatz gefunden. Zwar hier direkt in so einer kleinen Piste, aber kein Auto, kein Mensch, nichts vorbeigekommen. Kein Elefant, kein gar nichts. How is the trip? Hello. We spent the night here. Okay. Yeah. Okay. Ja. Yeah, we put the camp near here. Ah, Okay. that's why the road is. Yes. So we had no chance to find another place, so we decided to stay here only for night. So we are leaving right now. Okay. Yeah? What kind of camp you have there? Hunting camp. Oh. Hunting camp. Hunting camp. Okay. Okay. Also Hunting Camp heißt ja in der Regel, dass hier in der Nähe ist eine Private Game Farm und auf der wird gejagt. Da kann man dann hinkommen, dann kann man sich da einen Kugel schießen oder was man sonst so gerne schießen möchte. Leoparden, Elefanten, Löwen voraussichtlich eher weniger. Bestimmt nicht. Es gibt ja immer eine. Es gibt Abschussquote. eine Abschussquote jährlich. Ich bin ja ein totaler Gegner von sowas, muss ich ja ganz klar dazu sagen. Aber es ist halt so, dass in diesen Nationalparks, die sind eingezäunt. Wir gehen mal in die Sonne. Nationalparks sind ja nun mal quasi wie eingezäunt oder haben eine räumliche Begrenzung. Und die Tiere dort vermehren sich ja so, wie sie es halt eben können und brauchen und wollen. Wie im heimischen Wald auch. Und die haben halt dann aber eine Überpopulation. Und daher gibt es überall, versuche gerade mich zu erinnern, wie es heißt, diese Abschussquote. Und es gibt dafür halt dann eben die Jäger aus Übersee meistens oder Europa, gerne Deutschland, die dann hierher kommen und eben sich ihre Trophäe holen. Und ich bin da kein Freund von, aber irgendwo muss es reguliert werden. Bei uns werden teilweise eben Antibabypillen an Tiere verteilt, in solchen Situationen hier halt nicht. Hier wird dafür Geld eingenommen, das hoffentlich dann dem Park zugutekommt. Im deutschen Wald wird auch gejagt. Hier sind es nur andere Tiere. Jetzt sind es halt andere Tiere, aber na, nichtsdestotrotz. Ja, das aber finde ich trotzdem furchtbar. Ich hasse es immer, wenn ich am Flughafen bin, gerade in Windhoek und die Menschen dann da mit diesen flachen, großen Taschen entlanglaufen, dann könnte ich mir ins Gesicht spucken. Aber gut, lassen wir das sein am frühen Morgen. Genau. Einen schönen Tag. Was auch immer der Mann am frühen Morgen schon wieder gemessen hat. Eigentlich sind wir jetzt schon unterwegs und fahren nach, ich habe schon wieder den Namen vergessen, Manica, Mantuka, irgendwie sowas. Hier ist auf jeden Fall das Office, wo wir unser Permit beantragen, damit wir überhaupt nach Mana Pools reinfahren dürfen. Das ist ja eine ganz große Region. Hier sind Nationalparks und Safari-Parks zusammen. Safari-Parks sind leider Jagd- und Fotosafari-Camps, aber hauptsächlich Jagdcamps. Und wir haben hier keinen Platz. Mal gucken, ob Mana Pools jetzt einen Platz für uns frei hat. Aber eigentlich gehen wir mal ganz guter Dinge davon aus. Makuti heißt sie übrigens. Ah. So nehmen wir jeden Tag unseren Track auf. Dann wissen wir A, irgendwann mal, wo wir entlang gefahren sind, und B, jeden Tag René für meinen Tabellenjunkie, wie weit er gefahren ist, Höhenprofile und alles kann er sich da angucken. So, das haben wir schon mal. Das Wir waren Permit für Mana Pools. Genau. Wir waren jetzt hier in dem Wildlife Office und haben uns unser Permit für 5 Tage geholt. Wir können also bis zu 5 Tage in Mana Pools bleiben. Jetzt fahren wir ans Gate. Die Officers hier haben eben auch schon gesagt, es ist in der Regel kein Problem, auf einer Campsite einen Platz zu kriegen. Also, Mana Pools, wir kommen. Das ist ja toll. Jetzt fahren wir auf der Straße, auf der dicken, fetten, dreispurigen Asphaltstraße und fahren jetzt gleich zum Abzweig, wo es nach Mana Pools reingeht. Aber ich habe die Hinterlassenschaft von meinen großen grauen Freunden schon auf der Straße entdeckt. Yippie! Wir müssen unsere vor allen Dingen da vorne endlich wieder abdecken, wenn wir jetzt in Elefantengebiet kommen. Das ist alles Wildtiergebiet. Die komplette Ebene. Alles, was man hier am Horizont sieht. Voller Löwen, Giraffen, Leoparden,
Elefantenpuh haben wir ja eben schon gesehen. Genau. Und unser Hasi hier, Tada! Jetzt geht's wieder zu meinen Freunden. Aber ich werde gleich mal mein Tarnkleid anziehen. hier geht es ab in Richtung Mana Pools. Hoffentlich. Hoffe ich auch. CC Fliegen Traffic Control. Aha. Und vor allen Dingen das Schönste ist, hier sind die ersten Baobabs wieder. Also René verkleidet ja Tempo wieder mit seinem Kleidchen. Der arme Kerl kriegt ja immer ein Kleidchen an, ein mintfarbenes mit Spitze. Aber René wollte das auch gar nicht machen jetzt. Er hat gesagt, das können wir später machen. Ich habe aber schon Puh von Elefanten auf der Piste gesehen, deswegen wir werden sie vielleicht antreffen. Ich habe nur dummerweise Tempos Kleid zwischenzeitlich als Overall-Ersatz benutzt. Und deswegen sieht das etwas unschön aus. Aber ich denke, es wird reichen, um ihn unkenntlich zu machen. Und das ist das Wichtigste im Moment. So. Und Tempos Tarnung ist perfekt, oder? Ich habe es mal rausgeschickt, damit für euch auch eine Aufnahme entsteht. Dass nicht immer nur diese Indoor-Aufnahmen hier sind. Aber sie hat schon wieder diesen kritischen Blick vor Tieren. Sie rennt. Ich höre ein Auto und ich will jetzt keine Strafe bezahlen deswegen. Aha. Ich dachte schon, da kommt ein Tier angerannt. Das ist echt klassisch. Wir kommen in Tierregionen und was ist? Unser Akku ist leer. Die GoPro funktioniert nie und der Akku von der großen Kamera war gerade leer. Aber anstatt ihn einfach aktiv zu wechseln, schwätzt er und macht blöde Sprüche. Echt Wahnsinn. Felix, Und lacht sich kaputt. Hat schon wieder Tränen in den Augen. Wie sich später herausstellt, darf man in Mana Pools sogar aus dem Auto steigen. Man muss sich zwar ein Permit, also eine Erlaubnis erwerben, aber man darf. Vielleicht sind die Löwen hier ganz lieb, wir werden es sehen. Auf dem Weg in Richtung Sambesi ist die Piste extremst ungemütlich und voller gemeinem Wellblech, aber auch voller Baobabs, unserer Lieblingsbäume. für die Technikinteressierten unter uns, ich habe jetzt vorne 2, hinten 2,5 Bar mit unserem Kampfgewicht bei warmem Reifen und ich muss so gute 60 bis 70 Sachen auf der Uhr haben, um hier einigermaßen glatt drüber zu kommen, dass es mir nicht das ganze Auto zerlegt. Aber ein bisschen konzentrieren muss man sich dabei dann auch beim Fahren. Jetzt waren wir ja so lange nicht mehr auf Game Drive. Es ist zwar eine blöde Zeit, quasi, naja, 10:30, aber so ein helllichter Tag. Aber trotzdem ist es wieder total aufregend, jetzt hier über die Pisten zu fahren und zu gucken, welche Spuren sieht man, was war jetzt hier. Mittlerweile können wir ja schon noch ein bisschen sehen, was frisch und was alt ist. Und das ist total aufregend und spannend, wenn man sowas macht. Unsere letzte Elefantenbegegnung war ja die ja am aufregendsten bisher war, in dem südafrikanischen privaten Gamepark, wo sich die Elefanten eine halbe Stunde an unserem Auto aufgehalten hatten und eben ja auch an unserem Auto gerüttelt, gemacht und getan haben und unsere Stühle, unsere nagelneuen damals ja fast kaputt gemacht haben. Jetzt hoffe ich mal auf nicht ganz so hautnahe Begegnung mit den Kerlchen. Tempo ist ja schon abgedeckt. Aber also ich würde gerne mal wieder Katzen sehen. Katzen haben wir ja schon echt lange nicht mehr gesehen. Das fände ich super. Kurze Panik hier im Auto. Anstatt der großen Tiere draußen zu beobachten, haben wir gerade mal wieder Fenster aufgemacht, weil wir wollten ganz gerne frische Luft haben statt Klimaanlage. Und hier ist CC-Fliegengebiet. Und wir wissen nicht was, aber irgendwas flog hier ins Auto rein. Und wir haben schon, also von den Viechern wollen wir auch nicht gebissen werden, weil die Schlafkrankheit
übertragen können. Und da muss man schon noch aufpassen. Und wir sind noch nicht ein bisschen was eingeschmiert. von gebrauchen von der Schlafkrankheit, dass die Ja, nachts genau. besser schlafen kann. Und ich muss echt gucken. Jetzt hat man ständig das Gefühl, als würde es kribbeln und krabbeln. Die sind wohl ähnlich wie Bremsen. Jetzt hat er gerade Diet geholt. Hab keine Panik. Genau, jetzt steckern wir uns mal hier. Ich habe eine rausgeschmissen. Aber deine Tür ist, glaube ich, nicht richtig zu. Reicht. Reicht. Schmieren wir uns erstmal hier ein und verpesten uns. Nein, nein, nein. Das ist nicht lustig. Die hat mir eben volle Lotte mit der Rückhand, hat sie mir hier einen eingeschenkt, aber volle Lotte. Der hat gerade an sich runtergeguckt und in dem Moment sehe ich auf seiner Wange eine Fliege sitzen und da habe ich halt einfach aus Reflex draufgeschlagen. Aber mit der Rückhand, so. Nein, Bumm. so. Nix so. da. So Ich habe hab ich deine da. Knochenabdrücke bestimmt Nein. auf der Seite. Das heißt, wir haben immer noch so einen Scheiß, wie da ist. Ja, dann machst du jetzt da Auto. hinten kaputt. Ich hab wie denn? Ich muss sie erst mal sehen. Wir müssen sie Wir rauslassen. müssen echt erstmal anhalten und das Vieh rauslassen. Volle Panikattacke hier im Auto. Raus damit. Hier mal Schuhglas. Ich wollte gerade sagen, Elefanten, Löwen, scheißegal. Wir suchen nach CC-Fliegen und versuchen sie aus unserem Auto rauszukriegen. Wir hatten bestimmt schon 5 Stück hier drin, aber jetzt glaube ich ist Jetzt kribbelt es vor allem an überall. überall. Jetzt müsste es aber gerade mal gut sein. Normalerweise ist das ja so, wenn man hier auf so Game Drive ist, was wir jetzt nicht ganz so hundertprozentig gerade machen. Man guckt auch immer mal draußen nach Spuren und man sieht hier schon auch rechts und links von den Pads, also von der Piste hier in dem etwas weicheren Sand, kann man auch beim Fahren schon gute Spuren sehen. Normalerweise würde man anhalten oder ganz langsam fahren und die Tür mal aufmachen und nach den Spuren gucken, wie frisch die sind. Das kann man hier gar nicht wegen diesen dämlichen CC-Fliegen. Das ist total ärgerlich. Ich weiß noch gar nicht, wie das weitergeht. Hoffentlich ist es unten am Sambesi jetzt ein bisschen besser dann. Soll ja am Fluss besser sein. Da ist eine. So, da ist dieses... Jetzt geht sie da zum René. Da ist sie. Hier vorne versteckt sie sich jetzt gerade. Da unten sitzt sie. Oh, auch eine Scheißdreck da, Sackzement. Oh, doch einen gebissenen Hand und Fuß gleichzeitig, du. Leck mich an, ey. Ich kann euch nur sagen, beim Schneiden vom Film kribbelt es mich gleich wieder. Aufgrund von unseren wirklich elementaren Kameraproblemen möchte ich mich für manch schlechte Film- oder Tonaufnahme entschuldigen. Leider konnten wir das unterwegs nicht beheben. Das nächste Mal entführen wir euch ins Herz von Manapools, wo uns unter anderem jagende Löwen nachts den Schlaf geraubt haben. Wir danken euch für euer Interesse, bleibt gesund und positiv und wir sagen Tschüss und Bye-bye, bis nächste Woche.